Wir wollen wiederverwendbare Raumfahrzeuge haben in der Zukunft. Im Moment werden die Raketen weggeworfen, aber sie sollen wiederverwendbar gemacht werden. Unser Ziel ist es hier bei ETID, wir möchten zum ersten Mal richtig einen Hochgeschwindigkeitsflug mit Überschall und Hyperschall mit sehr langer Testdauer durchführen. Die Hitzeschilde müssen wiederverwendbar gemacht werden. Und natürlich sollen wiederverwendbare Raumtransportfahrzeuge auch steuerfähig sein. Deswegen brauchen sie Steuerflächen, wie zum Beispiel solche Klappen. Und jetzt werden wir mit 2 Motoren, Red Kite und Blackbird 4 Motoren durchführen. Der Flug hier wird so aussehen, dass die Rakete mit einem Winkel von ungefähr 66 Grad gegenüber der horizontalen gestartet wird. Wir machen keinen ballistischen Flug diesmal, sondern eine gedrückte Trajektorie, wo wir die Struktur richtig aufheizen möchten. Dadurch sind die auftretenden Belastungen enorm hoch, was die Temperaturen angeht. Wir reden hier also von Temperaturen von etwa 2500 Grad an der Spitze und im weiteren Bereich von ungefähr 1200 Grad an der Oberfläche. Das, was man hier sieht, was so schön grau, glänzend oder schwarz aussieht, ist faserverstärkte Keramik. Das Material ist einigermaßen kompliziert in der Herstellung, aber auch sehr leistungsfähig. Und das Material erlaubt es uns, diese hohen Temperaturen, die wir hier erwarten, auch auszuhalten. Und dann warten wir relativ lange, bis die zweite Stufe gezündet wird. Das Ziel ist hier, dass wir eine relativ flache und dafür weite Flugbahn haben. Und die Daten von der wissenschaftlichen Nutzlast werden dann per Funk über verschiedene Telemetrieantennen, sowohl vom DLR als auch von Andreas Space, empfangen und später dann ausgewertet. Wir werden Daten generieren, die vielleicht in Europa einmalig sind. Das ist wirklich die Stärke des DLR. So einen Flug durchführen kann nicht jede Einrichtung. 3, 2, 1, fire! Wir haben gerade das ETID-Forschungsvehikel gestartet. Wir haben hier eine zweistufige Rakete gestartet und bis zum Ende wunderbare Daten empfangen. Und jetzt beginnt der eigentlich spannende Teil von diesem Projekt, wo wir diese ganzen Daten auswerten können und die eigentliche wissenschaftliche Arbeit vorbereiten können.